Nur noch 5 Minuten, bitte. Nur dieses eine Mal. Lukas, mach das Ding aus. Guten Morgen, Sonnenschein. Das hast du schon 3-mal gesagt. Wenn du den Schlummerbutton drückst, gewinnt dein Bett. Und wir wollen doch heute über Gewinnergewohnheiten sprechen. Gewinnergewohnheiten? Ich fühle mich eher wie eine Verliererschnecke. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Anna. Und ich bin Lukas. Heute haben wir ein tiefes Thema: Identität. Wusstest du, dass deine Gewohnheiten beweisen, wer du bist? Jedes Mal, wenn du den Wecker ignorierst, sagst du: Ich bin eine Person, die gerne liegen bleibt. Wow, Lukas, das ist hart für 7 Uhr morgens. Aber du hast recht. Man sagt oft, ich möchte gesund sein. Aber wenn man jeden Tag Schokolade zum Frühstück isst, ist man eigentlich ein Naschkatzentyp. Genau. In der Psychologie gibt es eine Theorie. Eine Gewohnheit ist wie eine Stimme bei einer Wahl. Jede kleine Tat ist eine Stimme für die Person, die du werden möchtest. Das bedeutet, ich muss nicht sofort einen Marathon laufen? Es reicht, wenn ich jeden Tag meine Laufschuhe anziehe? Exakt. Es geht um Beständigkeit. Je öfter du etwas tust, desto mehr glaubst du an deine neue Identität. Liebe Zuhörer, wie sieht euer Morgen aus? Seid ihr Frühaufsteher oder Langschläfer? Sprecht uns nach. Das sind wichtige B1-Vokabeln. Ich gewöhne mich an den frühen Morgen. Ich gewöhne mich an den frühen Morgen. Sich entscheiden für eine gesunde Routine. Sich entscheiden für eine gesunde Routine. Die Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Siehst du das, Anna? Das war ein Reflex. Das Handy macht Ping und du schaust sofort drauf. Das ist eine klassische Gewohnheitsschleife. Ertappt. Ich mache das ganz automatisch. Ich denke gar nicht darüber nach. Warum ist das so schwer zu stoppen? Es gibt 4 Schritte. Erstens der Auslöser, das Handygeräusch. Zweitens das Verlangen. Du willst wissen, wer geschrieben hat. Drittens die Reaktion. Du nimmst das Handy. Viertens die Belohnung. Du bekommst eine Information oder ein Like. Verstehe. Mein Gehirn liebt die Belohnung. Deshalb wiederhole ich das Verhalten immer wieder. Es ist wie ein kleiner Teufelskreis. Um über Gewohnheiten zu sprechen, brauchen wir oft reflexive Verben. Wir sprechen über uns selbst. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Du ärgerst dich über schlechte Gewohnheiten. Oder wir freuen uns über kleine Erfolge. Das Reflexivpronomen mich, dich, sich muss immer zum Subjekt passen. Richtig. Und Achtung bei Präpositionen. Sich gewöhnen an plus Akkusativ. Ich gewöhne mich an die neue Situation. Sprecht laut mit. Achtet auf die Pronomen. Ich konzentriere mich auf meine Ziele. Ich konzentriere mich auf meine Ziele. Er ärgert sich über seine Faulheit. Er ärgert sich über seine Faulheit. Wir gewöhnen uns an den neuen Rhythmus. Wir gewöhnen uns an den neuen Rhythmus. Lukas, du sagst immer, ich soll nicht sagen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, sondern ich möchte eine gesunde Person sein. Was ist der Unterschied? Ein Ziel hat ein Ende. Wenn du 10 Kilo weg hast, hörst du vielleicht auf. Aber eine Identität bleibt. Wenn du sagst, ich bin ein Läufer, dann läufst du auch, wenn es regnet, weil ein Läufer das eben tut. Das ist clever. Es ist wie beim Sprachenlernen. Ich sage nicht, ich lerne Deutsch, um die Prüfung zu bestehen, sondern ich bin jemand, der Deutsch spricht. Genau, das verändert deinen Stolz. Wenn du stolz darauf bist, wie deine Sätze klingen, lernst du viel lieber. Du identifizierst dich mit der Sprache.
Um Ziele und Gründe zu erklären, nutzen wir Finalsätze. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Das Subjekt muss in beiden Sätzen gleich sein. Und wenn die Subjekte verschieden sind? Ich lerne Deutsch, damit meine Eltern stolz auf mich sind. Dann brauchen wir damit und das Verb steht am Ende. Bildet Finalsätze. Ich mache Sport, ich möchte fit bleiben. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Er spart Geld, er möchte ein Haus kaufen. Er spart Geld, um ein Haus zu kaufen. Ich helfe dir, du verstehst die Grammatik. Ich helfe dir, damit du die Grammatik verstehst. Lukas, ich habe heute kein einziges Mal an Schokolade gedacht. Weißt du warum? Lass mich raten. Hast du die Schokolade im obersten Schrank versteckt? Genau. Und ich habe die Äpfel direkt auf den Tisch gestellt. Sie sind jetzt sichtbar. Meine Umgebung hilft mir, die richtige Wahl zu treffen. Das ist der beste Trick. Deine Umgebung ist stärker als deine Willenskraft. Wenn du mehr Wasser trinken willst, stell eine Flasche auf deinen Schreibtisch. Wenn du mehr Gitarre spielen willst, stell sie mitten ins Zimmer. Und wenn ich weniger Zeit am Handy verbringen will, sollte ich es in den Garten werfen? Ein anderes Zimmer reicht schon. Mach es unsichtbar. Dann wird das Verlangen schwächer. Lernen wir Wörter für unsere Strategien. Die Umgebung beeinflusst unser Verhalten. Die Umgebung beeinflusst unser Verhalten. Man muss gute Reize sichtbar machen. Man muss gute Reize sichtbar machen. Die Willenskraft allein reicht oft nicht aus. Die Willenskraft allein reicht oft nicht aus. Lukas, ich habe ein Problem mit dem Lesen. Ich nehme mir vor, 50 Seiten zu lesen, aber dann bin ich müde und mache gar nichts. Das ist der Fehler der Perfektionisten. Du willst zu viel auf einmal. Kennst du die 2-Minuten-Regel? 2 Minuten? Was kann man in 2 Minuten schaffen? Jede neue Gewohnheit sollte am Anfang weniger als 2 Minuten dauern. Lies nicht 50 Seiten, lies nur eine Seite. Geh nicht 1 Stunde ins Fitnessstudio, zieh nur deine Sportkleidung an. Das klingt fast zu einfach. Das ist doch kein Training. Aber es ist ein Anfang. Man muss eine Gewohnheit erst etablieren, bevor man sie optimieren kann. Zuerst musst du es schaffen, jeden Tag das Buch aufzuschlagen. Das festigt deine Identität als Leser. Sprecht uns nach. Ich fange klein an, um nicht aufzugeben. Ich fange klein an, um nicht aufzugeben. Etablieren ist wichtiger als optimieren. Etablieren ist wichtiger als optimieren. Jeden Tag ein bisschen ist besser als einmal viel. Jeden Tag ein bisschen ist besser als einmal viel. Lukas, gestern war ein schlechter Tag. Ich hatte so viel Stress und habe meine Morgenroutine komplett vergessen. Jetzt fühle ich mich wie eine Versagerin. Halt, das ist menschlich. Perfektion ist unmöglich. Aber es gibt eine wichtige Regel. Verpasse niemals zweimal. Zweimal? Warum ist das so wichtig? Einmal ist ein Unfall. Zweimal ist der Anfang einer neuen, schlechten Gewohnheit. Wenn du einen Tag verpasst, ist das kein Problem. Aber am nächsten Tag musst du unbedingt wieder weitermachen. Das nimmt den Druck weg. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nur zurückkommen. Sprecht uns nach. Jeder macht einmal einen Fehler. Jeder macht einmal einen Fehler. Ich verpasse niemals zweimal hintereinander. Ich verpasse niemals zweimal hintereinander. Dranbleiben ist wichtiger als Perfektion.
Dranbleiben ist wichtiger als Perfektion. Anna, wir haben heute viel gelernt. Gewohnheiten sind nicht nur Taten, sie sind Beweise für unsere Identität. Wenn du lernst, bist du ein Lerner. Wenn du schreibst, bist du ein Autor. Ich fühle mich motiviert. Ich werde heute nicht mehr sagen, ich versuche gesund zu essen. Ich werde sagen, ich bin eine Person, die auf ihre Gesundheit achtet. Genau. Und fang klein an. 2 Minuten reichen. Liebe Zuhörer, was ist eine kleine Gewohnheit, die ihr heute starten wollt? Hier ist eure Hausaufgabe für das Niveau B1. Schreibt 3 Sätze über eure Ziele und eure Identität. Benutzt reflexive Verben und Finalsätze. Zum Beispiel, ich konzentriere mich jeden Tag auf Deutsch, um fließend zu sprechen. Oder ich gewöhne mich ans Lesen, damit mein Wortschatz größer wird. Schreibt uns eure Sätze. Wir freuen uns darauf. Ihr seid großartig. Jede Minute Deutsch ist eine Stimme für eure neue Identität. Bis zum nächsten Mal. Bleibst dran. Tschüss und viel Erfolg beim Formen eurer Gewohnheiten.